Das ist aus der Zeitschrift Standard. Also die Österreicher unter Ihnen kennen die Zeitschrift, das ist so eine ganz angesehene Tageszeitung. Da sieht man so ein Bild auf einer ganzen Seite, der Standard. Mehr Entscheidungsträger denn je lesen den Standard. Und dann gucken Sie das Bild an, das ist so eine ganze A4-Seite, denken Sie, Mensch, eindrucksvoll, oder? Wenn Sie mal näher hinschauen, dann schauen Sie vielleicht die Zahlen mal an. Das sind 17,9%, 18. Also wenn das 17 sind, dann sind das hier 18 und das sind 19. Also so ist die Entwicklung jetzt der Entscheidungsträger beim Standard. Ja? Das kriegt jetzt ein Engelchen, weil das entspricht den eigenen Zahlen. Wenn das ist ja reine Willkür. Der Edward Tufte spricht vom Lügenfaktor. Dieser Lügenfaktor ist der Quotient aus der überzeichneten Darstellung zur Wirklichkeit. Es ist ja nicht das Bild falsch, sondern es ist die Botschaft falsch. Das muss man immer aufpassen bei den Sachen. Nicht? Also nicht so, dass das Bild falsch oder richtig ist. Das, was vermittelt wird, entspricht nicht den Tatsachen. Wenn Sie es glauben, das wäre die Ausnahme, Sie finden das inkorporiert in Microsoft Excel 2007. Inkorporiert. Das heißt, wenn Sie anschauen, brauchen wir gruppierte und gestapelte Säulen. Das hier ist eine Variante von dem. Das ist sowieso verboten, das kommen wir gleich drauf bei Simplify. Ja, das werden Sie ja nie. Und das da unten ist die Sünde natürlich, weil das ist verboten, das ist die Sünde. Weil, schauen Sie mal, was hier passiert. Da kriegt der Student im zweiten Semester, sagt, auch mache ich so ein bisschen Pyramide. Er verdoppelt von 2 auf 4, aber das Volumen geht ja nicht von 2 auf 4. Und wir sehen das Volumen. Das ist der Standard. Das ist sozusagen das Produkt, bietet das standardmäßig an. Sie können mit 2007 können Sie jetzt nicht nur die Richtung des Schattens, die Schattendichte, die Schattenfarbe, die Schattenform und die Schatten, ich glaube, es sind 5 verschiedene Knöpfchen, um den Schatten zu gestalten bei solchen Sachen. Sie können aber nicht bei einer gestapelten Säule die Summe oben drauf packen, das kriegen Sie nicht hin.